Ich freue mich, dass ich heute Abend, liebe Nathalie, dich zu Gast habe in der 66. Folge der Just Fucking Do It Podcast Interview-Reihe. Liebe Nathalie, erstmal herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Manuel. Also ich freue mich total, hier zu sein. Und ich hoffe, dass deine Videoqualität noch ein bisschen besser wird. Ja, Weil es bei mir ein bisschen blurry ankommt. Aber ich freue mich einfach, dass wir heute miteinander sprechen dürfen. Genau, davon nicht verwirren lassen. Das ist alles, was die Software macht, um die beste Aufnahmequalität zu erreichen. Das heißt, beim Stream kann es jetzt sein, dass es ab und zu mal ein bisschen runterregelt, die Qualität. Aber bei der Aufnahme haben wir dann eben die Top-Qualität. Auch für euch da draußen, wenn ihr jetzt gerade zuschaut und da vielleicht mal merkt, dass hier und da mal was hängt. Wir sind beide gerade auch in Regionen, wo es stark regnet, Unwetter angesagt ist. Also wir lassen uns überraschen, was uns die Natur heute noch bereitstellt. Ich bin Manuel Stefan Schönthaler und ich bin der Host dieses Podcast-Formates, das jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, draußen ist und jetzt in der Staffel 4, die eigentlich schon seit letztem Jahr läuft, mit längerer Unterbrechung für eigene Traumagefühle, die durchfühlt werden wollten, komme ich jetzt in der, glaube ich, 4. Folge der aktuellen Staffel dazu mal tiefer in diese Thematik einzutauchen. Und wer oder was könnte da besser passen als du und deine Expertise, weil wir haben uns ja beim Franz Ruppert in München kennengelernt bei der Aufstellungsarbeit, mit der wir beide aktive und passive Erfahrungen immer wieder sammeln, und du begleitest mich da ja auch bei meinen Prozessen. Wie bist du seinerzeit auf diese Arbeit gestoßen? Oh, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Vielleicht nicht so lang von der Geschichte her, aber sie liegt schon so lang zurück. Und da muss ich immer wirklich auf die Geburt meines Sohnes zurückgreifen. Weil ich hatte kurz davor gewusst, dass ich dann langsam anfange Richtung, früher hätte man gesagt, Psychotherapie zu gehen. Es war aber keine klassische Psychotherapiesitzung, sondern es gab jemanden in München, der so unter anderem auch Familienstellen gemacht hat, noch nach Bert Hellinger. Und ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, was da noch alles dabei war, um ganz ehrlich zu sein. Ich weiß nur, dass ich an 2 Sitzungen des Familienstellen teilgenommen habe und gesagt habe, das werde ich nie mehr wieder machen. Nie mehr wieder. Und mein damaliger Mann, der hat ein Buch, das erste Buch von Franz Ruppert gefunden, Verwirrte Seelen. Und so bin ich dann zum Franz gekommen. Und das ist mittlerweile, fast 22, 23 Jahre her. Da habe ich zum ersten Mal eine Sitzung mitgemacht und seitdem bin ich auch dort geblieben. Ich wusste vom ersten Augenblick an, Nathalie, das ist genau das, was du suchst. Diejenigen, die jetzt das Familienstellen kennen, die haben vielleicht schon eine ungefähre Vorstellung, was es so damit auf sich hat. Also da stelle ich fest, dass das schon relativ verbreitet ist. Also es basiert ja auch auf Energiearbeit. Keiner weiß so richtig, wie es funktioniert. Es gibt unterschiedliche Erklärungsansätze. So, ich stelle mir vor, Richtung Spiegelneuronen und Energien. Wie würdest du es beschreiben, wie diese Arbeit eigentlich funktioniert und wo ist der Unterschied eigentlich zu dem, was du jetzt machst, beziehungsweise das, was uns dem Traumakontext mit der Arbeit von Franz verbindet im Vergleich zum Familienstellen? Gut, Familienstellen, so wie ich es noch kenne, es ist ja auch jede Methode und jede Theorie ist ja einer Entwicklung unterworfen. Also was man vor 20 Jahren ausprobiert hat, ist heute nicht mehr valide und also hat meistens nichts mehr miteinander zu tun. Ich habe eher das Problem, wenn eine Methode gleich bleibt, weil so wie sich jeder Mensch verändert, so sollte sich auch die Methode und die Theorie verändern. Und das Familienstellen, wie ich es halt noch kennengelernt habe, nach Bert Hellinger, der ja wirklich weltweit bekannt ist, ging ganz viel in dieses Vergeben und Verzeihen, was die Eltern anbetrifft. Und der Unterwerfung eigentlich auch. Also wir haben uns tatsächlich damals hinlegen müssen, hatte ich auch machen müssen, vor meine Mutter und um sie um Verzeihung bitten. Und da war innerlich bei mir ein absoluter Krieg. Also wirklich, ich bin da richtig wütend geworden in der Arbeit. Und das ist auch der Fall, wo ich wusste, nee, mit mir nicht. Das kann ich und werde ich nicht tun. Ich wusste zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht genau, was mir passiert ist, was alles in meiner Familie los war. Aber ich bin ja nicht so umsonst, hatte ich ja nicht angefangen, in Therapie zu gehen. Oder mir das näher anzuschauen bei mir, weil ich immer wusste, tief drinnen in mir, da stimmt irgendetwas nicht. Und außer nur unglücklich zu sein in der Familie, ist es einfach noch viel, viel mehr.
Und da gibt es ich weiß nicht mehr, wo die Methode heute steht, ganz genau, aber weil sie sich auch mehr Richtung nonverbal entwickelt hat und das Thema Liebe ganz groß auch da ist. Aber was ich noch gehört habe, soweit von anderen Leuten, dass es immer noch zentral darum geht, den Platz in der eigenen Familie zu finden. Mhm. Und das ist eine der wichtigsten Unterschiede eigentlich auch zur Methode vom Professor Dr. Franz Ruppert mit der identitätsorientierten Psychotrauma-Theorie, dass es erstmal um deine eigene Identität geht. Und das heißt erstmal, wie finde ich eigentlich den Zugang zu mir? Wie bin ich mit mir in Kontakt und dass ich einen Platz wieder in mir finde, unabhängig davon, was im Außen ist, erstmal nur in mir. Und ich beschreibe das eigentlich eher so, dass ich trenne, was gehört zu mir und was gehört nicht zu mir. Also darum ist es wieder systemisch noch familiär oder organisatorisch bedingt. Es geht immer, du als Mensch stehst im Zentrum und damit meinen wir nicht egoistisch, diese egoistische Note, was ja auch interessant ist, weil Ego kommt ja aus dem Griechischen, wird eigentlich nicht Ego ausgesprochen, sondern Ero, also ich, auf Griechisch. Und das heißt einfach nur ich. Und dann sind wir wieder beim Franz Ruppert, der das Ich auch wieder in den Zentrum steht, in den Mittelpunkt. Egoistisch ist zwar so negativ vorbelegt, aber ist es im Endeffekt gar nicht. Also ich habe auch ganz oft gehört, sei doch nicht so egoistisch. Und ich habe immer gemerkt, nee, da stimmt was nicht. Ich möchte mich doch gut um mich kümmern. Also warum darf ich mich mit meinen Bedürfnissen nicht an den Vordergrund stellen? Da ist immer eine Ambivalenz entstanden. Ich würde heute eher das Wort egozentrisch dafür verwenden, was ja vielleicht auch so in diesem narzisstischen Kontext gerne benutzt wird, wo halt ein Mensch sich so aus einer krankhaften Dynamik, sage ich mal, um sich selbst dreht. Jetzt hast ja du gerade noch erwähnt. Ja, finde ich auch wieder interessant. Entschuldige nochmal, dass ich dich unterbreche, aber es ist genau interessant, was man aus einem schönen Wort, was man dann daraus machen, wie man das auflädt mit Bedeutung. Weil Trauma ist genau das Gleiche, heißt ja nur Wunde und Verletzung. Wenn du jemandem sagst, jeder von uns hat Wunden und Verletzungen erlebt, dann sagt jeder klar. Sagst du aber, jeder von uns hat Trauma erlebt, dann heißt auf gar keinen Fall. Also ich definitiv nicht. Du vielleicht, aber ich doch nicht. Und darum würde ich das eigentlich fast lieber immer bei den Standardwörtern belassen, weil sobald es ins Lateinische geht oder auch ins Griechische, ich weiß nicht warum, aber dann fängt schon so eine Distanzierung an. Und dann betrifft es immer nie mich, sondern alle anderen. Das finde ich schade. Ich fand den Punkt gerade sehr spannend, den mag ich direkt aufgreifen, so mit diesem Thema ja Trauma, ja ich doch nicht. Begegnet mir ja auch ganz oft und ich habe es selber ja auch lange gedacht, also trotz psychotherapeutischer Ausbildung und so weiter, aber da wurde halt auch nur von der posttraumatischen Belastungsstörung gesprochen, so ja, es gab irgendein traumatisches Event, also was eher an dem Schocktrauma orientiert ist, aber so Bindungstrauma, sprich diese inneren Wunden, damit ich konnte es gar nicht greifen, weil die Dinge, die jetzt inzwischen alle aufgearbeitet wurden und die in verschiedenen Arbeiten ja hochkamen, das hatte ich nicht auf dem Schirm, weil das nicht in meinem Bewusstsein war. Was würdest du sagen, oder ist das vielleicht auch der Grund, warum so viele Menschen denken, Trauma habe ich ja nichts mit am Hut? Ja, weil das meiste unterbewusst stattfindet und vor allem in Altersstufen passiert ist, an die wir uns nicht aktiv erinnern können. Weil viele sagen, wenn du sie fragst, was ist deine erste Erinnerung, kommt bei den meisten vielleicht so 5, 6, manche sogar noch später erst hoch. Ganz vereinzelt. An Fotos manchmal kann man es noch festmachen. Da war ich noch da und da kann ich mich da erinnern, als ich vielleicht 3 war oder so. Aber was ist mit den 9 Monaten im Mutterbauch? Ja, da steht schon die Frage, reden wir da von einem Menschen? Oder nur von einem Klumpen von Ei und Samenzelle in der Verbindung. Da fängt ja schon die erste Diskussion an. Und bei den anderen, bei jedem beginnt es erst ab Geburt. Aber was hast du bei der Geburt erlebt? Wie waren deine ersten 3 Jahre, 4, 5 Jahre? Und dann, als du in die Schule gekommen bist, kann sich kein Mensch dran erinnern. Und das ist ja auch der Punkt, warum der Zugang ist noch nicht mal geklärt, dass wir auf einer Ebene miteinander reden. Also da ist noch eine riesen Diskussion und eine riesen Angst damit auch verbunden, weil ich das oft sehe, dass dann sofort die Frage hochkommt, aber dann muss ich ja meine Eltern angreifen.
Hm. Ja, dann stelle ich sie doch automatisch in Frage. Und ich hatte doch auch eine schöne Kindheit. Hm. Und dann muss man immer wieder zurückgehen und sagen, es geht gar nicht darum, sondern es geht nur darum, was blockiert dich heute? Und wo sind die Ursachen? Und da ganz entspannt darauf zurückgehen, auch wenn diese Reise oftmals sehr, sehr schwierig ist, weil, wie du gerade gesagt hast, dann kommen die Themen hoch, und zwar so viele Themen, die kaum jemand auf dem Radar hat. Vor allem sind sie auch immer individuell. Auch wenn wir uns ein Thema zum Beispiel gemeinsam anschauen würden, so wäre doch deine Arbeit eine andere als meine. Und trotzdem treffen wir uns wieder in der Mitte, weil wir alle so ähnliche Geschichten haben, ja. Oder in kollektiven Projektionsflächen. Aber bevor wir in diese Richtung vordringen, mag ich noch eine Frage zum Familienstellen unterbringen, um den Themenbereich so ein bisschen abzuschließen, weil du ja auch am Anfang gesagt hast, naja, da musste ich mich dann an den Boden liegen und irgendwie meinen Eltern irgendwie mich unterwerfen und vergeben. Inwiefern würdest du da aus deiner heutigen Erfahrung, wo du jetzt wirklich diese ganze Entwicklung gemacht hast, von Hellinger über die Methode von Franz, die sich ja auch in den letzten Jahren weiterentwickelt hat, bis hin zu, wo du heute bist, wo weitere Themen, ja, du arbeitest ja auch mit Träumen, und in jedem Trauma steckt ja auch ein Traum, ist ja immer so ein schöner Satz. Wie würdest du sagen, steht für dich dieser Bereich, weil durchaus ja die Stellung innerhalb der Familie ja auch wichtig sein kann, um, sage ich mal, eine gewisse Voraussetzungen zu schaffen für die Arbeit, die dann mit der IOPT möglich ist, wo ich mich dann mit meiner Identität, mit meinem Ich beschäftige, was in mir sozusagen abgespalten oder nicht mehr in Kontakt ist. Inwiefern würdest du sagen, ergänzen sich die Methoden, und wo würdest du aber auch eine Linie ziehen und sagen, naja, da geht es vielleicht eher sogar in Richtung Retraumatisierung, und wo geht dann das andere hin? Also was ganz wichtig ist beim Familienstellen, weil es hatte sich ja auch beim Franz langsam rausentwickelt, der ja sehr stark verankert war bei Bert Hellinger, ja, auch mit ihm zusammengearbeitet hat. Und was ganz wichtig ist und was absolut Bestand hat, ist einfach die mehrgenerationale Traumatisierung. Ja, oder die Erlebnisse, die über jede Generation, jedes Jahrzehnt, jede Generation hat eigene Erlebnisse und eigene Herausforderungen und eigene Dynamiken. Und das ist einfach heutzutage immer noch und bleibt auch brandaktuell. Also das kann man einfach nicht leugnen. Und da hat natürlich das Familienstellen unglaubliche Arbeit geleistet. Und da Licht auf diese Themen zu werfen. Was nur passiert ist in der Anfangszeit, war halt natürlich der Klassiker. Dann nimmst du halt Vater, Mutter dazu, Oma, Opa dazu, und dann hast du mehrere Generationen in der Arbeit. Der Punkt kam nur da, dass das super war, aber es hat dann in einem selber mittel- und langfristig nicht so viel bewegt. Das heißt, die Themen kamen wie so ein täglich grüßtes Murmeltier immer wieder nach oben. Oder es war mal kurzfristig Ruhe und dann schlittest du schon wieder in die nächste Problematik rein. Und das ist das Thema, was ja auch der Franz Ruppert auch gesehen hatte, und die ich das ja so lange auch mitverfolge, weil ich ja dabei war, immer in den Gruppen, also aus der Praxis heraus und aus der eigenen Blickwinkel heraus, weil damals war ich ja nur Nutznießer der ganzen Sache, um meine Themen aufzuarbeiten, und bin quasi, ja, heute würde ich sagen, habe ich die Theorie und die Praxis live mitbekommen. Und da hat man eben gesehen, dass du an einen Punkt kommst, wo es dann wirklich schwierig ist, weiterzukommen für dich, um wirklich für dich, ja, ein gutes, zufriedenes Leben zu führen. Und da muss ein Schwenk passieren in der Theorie und in der Methode. Und dann drehte sich das immer weiter Richtung erstmal, wie formuliere ich überhaupt mein Anliegen? Und dann halt, was steht dann wirklich im Mittelpunkt? Und jede Methode und Theorie wird sich sowieso immer noch weiter bewegen. Also ich glaube, wir sind weit davon entfernt, den Heiligen Gral gefunden zu haben. Aber das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich sage, das Familienstellen ist immer noch unglaublich wertvoll. Und ich benutze es in der Art und Weise manchmal immer noch. Jetzt nicht nach einer bestimmten Methode, sondern ich sehe halt, was ist gerade, wo ist der Knackpunkt, wo fühle ich einen Knackpunkt oder wo macht er sich sichtbar. Und ich hatte auch Arbeiten in Prien am Chiemsee,
Du, da lagen 20, 30 Zetteln von Leuten aus dem Familiensystem da. Bis wir rausgefunden hatten, sag mal, also vom Gefühl her, wo ist denn bitte schön der Knackpunkt hier? Aber als wir dann darauf kamen, dann ging es auf einmal wunderbar weiter. Und das entlastet dich auch unglaublich, weil jeder von uns trägt halt das von der vorherigen Generation mit. Ich vergleiche das, ich sage immer, das ist wie so ein Geschenk, das du mitbekommst als Baby. Schaut außen toll verpackt aus, aber da drinnen können sich die schlimmsten Sachen befinden, die gar nicht so lustig sind. Und das trägst du alles mit dir mit. Da kannst du einen ganzen D-Zug, der von München nach Hamburg hat, hinter dir herziehen. Und du hast das Gefühl, du kommst nicht vom Fleck, kommst nicht weiter. Immer wieder passiert das Gleiche, bis du feststellst, dich mal zurückblickst und denkst dir, verdammt nochmal, da schleppe ich da eigentlich mit mir rum. Das ist ein schönes Bild, weil ich höre auch oft so dieses Ding von wegen, muss ich da jetzt schon wieder irgendwo in der Vergangenheit rumstochern und das ist doch eh schon vorbei und so weiter und oder diese Geschichte, naja, meine Kindheit war doch nicht so schlecht, so dieses Schönreden irgendwie. Wo würdest du sagen, liegen da Chancen, also Stichwort, ich nenne es jetzt mal emotionaler Rucksack, weil du auch so ein bisschen hinter dich deutest, dann bei mir hing erst gestern da wieder der Rucksack, nachdem ich hier umgezogen bin, also da merkt man auch physisch immer so, wie viel möchte man eigentlich tatsächlich mit sich rumtragen, aber beim Rucksack, beim physischen kann ich entscheiden, okay, brauche ich jetzt das Stück oder das und tu was rein oder raus, beim emotionalen, wenn ich gar nicht weiß, was da drin ist, trage ich das ja die ganze Zeit mit. Wo würdest du sagen, liegen da Chancen und wo würdest du vielleicht auch sagen, naja, ich sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt anfangen, gleich im Rucksack bis ganz unten zu kramen, sondern erstmal von oben nach unten mich vorarbeiten. Und wie können da diese zwei Schienen, die wir gerade betrachten, helfen? Das passt eigentlich wunderbar zusammen, weil das eine die Chance ist, und das sage ich auch zu den Leuten, weil viele zu mir kommen, die sagen, brauche ich doch nicht, will ich doch nicht, muss ich denn schon wieder, oder habe ich doch schon so viele Jahre angeschaut. Ich habe das doch schon 10, 20 Jahre, bin ich auf meinem Weg, jetzt muss doch auch mal ruhig sein. Sage ich immer, ja, die Frage ist erstens, mit was bist du auf dem Weg? Ja, nur auf dem Weg zu sein heißt nicht, dass ich auch wirklich was getan hatte, das ist das eine, ja. Da ist oftmals auch ganz schön viel Selbstbetrug am Start, muss man auch sagen, bin ich jetzt mal ganz ehrlich hier. Das stellt sich dann nämlich raus, naja, so viel Kontakt hast du gar nicht zu dir selber. Zu wem hast du eigentlich Kontakt und zu was möchtest du Kontakt haben? Und ich sage immer, es ist, wenn man sich die Geschichte anschaut, dann kommen wir aus hunderten Jahren von Krieg. Wirklich, ein Krieg nach dem anderen. Dann hast du nochmal lokale Gegebenheiten, dann hast regionale Gegebenheiten und nationale Geschichten. Und dann hast du auch noch, wenn deine Eltern aus unterschiedlichen Ländern kommen, hast du da auch nochmal Themen drauf, weil dann kommt auch nochmal nicht nur die unterschiedlichen Kulturen, dann kommen auch die Religionen auch noch mit dazu. So, und ich vergleiche das immer, das hast du wie so ein Multilayer Dynamik drinnen, wo du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Und wenn du natürlich permanent Krieg hast, dann denkst du nicht daran, wie geht's meiner Psyche, sondern da bist du einfach beschäftigt, deine nackte Haut zu retten. Und wo kriegst du Essen und wo bist du sicher? Da fange ich nicht darüber an, mich über Spiritualität auszudenken oder was ist der Sinn des Lebens, sondern dann schaust du einfach nur, dass du überhaupt am Leben bist. Und wir hier, zumindest hier in Zentraleuropa, sage ich jetzt mal, haben nach dem Zweiten Weltkrieg einfach die unglaubliche Chance, endlich was zu tun, damit wir in Frieden kommen, damit wir wieder zusammenkommen als Menschen, auch mit der Natur, und dass wir vor allem unseren Kindern und uns allen eine andere Zukunft mal geben können. Weil die Frage ist halt, muss halt immer wieder Krieg passieren, damit bei uns eine wirklich große Veränderung stattfindet? Oder schaffen wir es endlich auch mal von innen heraus? Das fände ich, wäre nämlich der viel schönere Weg. Und wenn wir uns dabei auch noch gemeinsam unterstützen können, bingo. Da kommt mir gerade die Arbeit von Franz. Frage wegen, wie tief gehst du? Ja,
Wie tief gehst du, ja? Ich hatte gerade die Arbeit von Franz im Kopf, Krieg und Frieden in mir, aber das können wir vielleicht nochmal hinten anstellen, wenn wir dann so in Richtung kollektive und interkulturelle Felder gehen, weil ich würde ja fast sagen, dass dieser Krieg, den du gerade beschrieben hast, auch tagtäglich in uns selbst oder in unseren Beziehungen vorkommt. Also ich kann das definitiv von mir selber auch sagen. Also all die Themen, die ich mir da in der Traumaarbeit anschaut, die begegnen mir sowieso die ganze Zeit. Es ist nur die Frage, gucke ich halt hin oder nicht. Das heißt, wie gehe ich damit um? Und Ja, und vor allem, wenn du Kinder hast. Also wenn du Kinder hast, ist die Dringlichkeit eine viel größere. Und das ist auch immer, was ich den Eltern sage. Erstens, bei mir kam es durch meine Kinder. Also es war wie der Raketenboost. Davor war ein Jahr, ich fange an, aber als dann mein Sohn auf die Welt kam, dann ging die Post ab. Und mit meiner Tochter auch nochmal anders. 2 unterschiedliche Ebenen sind dann angefangen. Und für jeder, der Eltern ist, kann ich das nur empfehlen. Weil du dir und deiner Familie so viel Leid ersparen kannst und man kann sich auf einer ganz anderen Ebene nochmal neu kennenlernen. Und es ist ein absolutes Geschenk, diese Arbeit und der Weg zu sich selber, weil es dich so viel nicht nur über dich lehrt, sondern auch, wie Zusammenleben funktioniert und was das Leben überhaupt an sich ausmacht. Also da kann man auch spirituelle Erfahrungen sammeln. Das ist nämlich auch im Paket mit drinnen. Und da hast du so viele Ebenen dabei, das kannst du in keiner Universität, wird dich das, und kein Buch und kein Kurs wird dich das jemals lehren können. Und diese eigene Erfahrung, weil du bist ja nicht nur mental dabei, da sage ich ja immer genau das Gegenteil, du bist unglaublich körperlich und emotional dabei. Den Verstand kann man immer, ich sage immer, schickt den Verstand zum Kaffee trinken nach Paris, ja, da kann sich mal eine schöne Zeit machen und wir kümmern uns jetzt mal nur um den Körper und um deine Gefühle. Und das ist eine Arbeit, die kann dir und das Gefühl niemand mehr nehmen. Wenn du mit jeder Arbeit ist das wie wenn du dein eigenes Fundament baust. Und zwar nicht mehr auf Treibsand oder auf wackeligen Boden oder Hanglage, ja, sondern es ist absolut solide und stabil. Und das ist ein riesen Geschenk. Das heißt, um dieses Bild von dem Rucksack aufzugreifen, würdest du dann sagen, dass man sowieso irgendwie sich Schicht für Schicht runterarbeitet, solange bis man mal den Überblick hat, was ist eigentlich alles in dem Rucksack drin und dann zu schauen, wie kann ich das ein bisschen umsortieren, um manche Sachen loszulassen oder auch mal zu wissen, was ist denn da überhaupt, weil oft gibt es ja auch gerade in der spirituellen Szene so dieses Ding, ja, wir müssen irgendwie was loslassen. Dann ist ja immer die Frage, was lasse ich denn jetzt überhaupt los? So, muss ich das überhaupt loslassen oder geht es eigentlich darum, dass ich das endlich mal annehme? Also annehmen und loslassen, ja. Das ist so das Bild, was ich habe, dass da irgendwie erstmal so ein Inhaltsverzeichnis, so ein Index oder keine Ahnung, wie so ein, ich scanne mal in den Rucksack, so wie am Flughafen und sehe, okay, da ist das und das und das drin, um dann erstmal eine Sichtbarkeit zu haben, zu sagen, okay, das habe ich eigentlich alles dabei, cool, dem kann ich ja das und das machen, aber das vielleicht brauche ich gar nicht oder hey, da habe ich irgendwie, was weiß ich, für jemand anderes was mitgenommen, ein Geschenk zum Beispiel, das ich dann wieder abgebe oder es hat mir jemand was reingeschmuggelt, was ich gar nicht wollte, was ja auch oft bei den Arbeiten vorkommt. Ja. Wie würdest du sagen, macht es, um dieses Überlebensbild nochmal aufzugreifen, tatsächlich leichter vom Überleben in Richtung Leben zu kommen? Denn ich mag da vielleicht so ein bisschen diesen transgenerationalen Aspekt reinbringen, weil unsere Vorgenerationen, da ging es vielleicht noch viel, viel mehr ums Überleben. Aber heutzutage haben wir gerade jetzt in unserem Bereich Zentraleuropa die Möglichkeit, uns endlich mal ums Leben zu kümmern, was leider ja noch nicht heißt, dass das überall auch dann so ankommt. Stichwort Kriege, wo ja auch wieder letztlich diese inneren Kämpfe dann sich im Außen zeigen, aber da stelle ich jetzt mal ein bisschen hinten an. Ich glaube, das wäre nochmal ein eigener Podcast. Ich würde sagen, als provokante These, wir haben eigentlich noch gar nicht wirklich gelebt, wenn wir uns mit diesen Päckchen noch nicht auseinandergesetzt haben. Würdest du das so unterschreiben? Die Frage stelle ich mir auch, weil ich bei manchen das Gefühl habe, doch, sie leben doch. Auch wenn sie sich das vielleicht nicht angeschaut haben. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher, mit was für ein Paket jeder so auf die Welt kommt. Ja, aber ich muss tatsächlich aus einer Arbeit aus der letzten Intervisionsgruppe zitieren. Da hieß es, ja, du trägst das harte Paket, weil du höher schwingst. Kam tatsächlich.
von der einen Resonanzgeberin. Sie hat gesagt, ich darf es eigentlich nicht sagen, aber ich sage es jetzt einfach trotzdem. Und dann hat sie es zweimal noch gesagt. Ja, das weiß ich nicht. Also das stelle ich mal einfach so in den Raum rein. Ein Inhaltsverzeichnis zu haben, was man so alles im Rucksack trägt, wäre super. Bin ich noch nicht so drauf gekommen, was das so schnell gibt. So ist das noch. Ja, also ich kann dir zumindest mein momentanes Inhaltsverzeichnis geben, aber ob das vom einmal, zweimal Arbeiten ist, das glaube ich, das stelle ich mal dahin, dass das nicht so einfach ist, ja. Aber was du definitiv merkst, ist, dass sobald die Arbeit anfängt, kommen immer mehr Themen dazu. Weil dann nämlich auch die Scham wegfällt. Erstens fällt die Scham weg, dass ich jemandem was anvertraue, was ich meistens niemandem erzählt habe. Weder Familie noch beste Freundin noch sonst E-Mail. Kommt ganz oft vor. Und dann ist es auch, weil ich mich dann erst wieder anfange zu erinnern. Und dann kommen die Themen noch stärker nach oben. Und darum ist es auch ganz, ganz schwierig, gerade für die sehr tief gehen wollen oder tiefer, sie wissen noch gar nicht, wie tief sie wirklich gehen wollen, aber sagen wir mal, eine gewisse Tiefe erreichen wollen, was denn eigentlich so alles so nach oben schwappt. Ja. Und darum ist es auch zu unterscheiden, will ich nur mit einem akuten Punkt kommen? Da muss auch keiner Angst haben, so nach dem Motto, um Gottes Willen, dann mache ich doch ein ganzes Fass auf und hin und her. Nee. Kommt immer auf die Begleitung an. Dafür brauchst du einen guten Begleiter, der das gut austarieren kann, ja, der dann sagt, du schau mal her, was ist denn gerade das Wichtigste oder ich fühle das bei dir, geht es mit dir in Resonanz mit den Dingen, die man erzählt, okay, das scheint gerade das Wichtigste zu sein. Dann schauen wir uns das Thema gleich mal an, ja, oder wo ist die große Dringlichkeit und generell bei mir, Körper hat immer Vorrang und Kinder haben Vorrang. Ja, weil da Druck rauszunehmen ist unglaublich wichtig, dass erstmal ein bisschen mehr Ruhe reinkommt. Und wenn da ein bisschen mehr Ruhe reinkommt bei dir selber und meistens dann auch im Familiensystem, dann kann man langsam sich auch mal andere Themen anschauen, weil deine Psyche auch, um zu sagen, die Tiefe, die du gehst, deine Psyche wird dich immer, das ist das ist US Department of Defense, das hat mehrere Security Layers, ja. Und deine Psyche wird es genauso deckeln und dein Körper so weit, wie du gehen kannst. Und wird dich nicht weiterleiten. Und das wird es dann deckeln, braucht man keine Angst haben, dass es dann zu überbordend wird. Auf der anderen Seite, was ich festgestellt habe in den letzten Jahren, die Energien sind mittlerweile ganz schön stark geworden. Die sagen, du sagst, ich kann es eigentlich gar nicht handeln und die Energien sagen, hey, mach mal hin. Jetzt geh mal ein bisschen schneller voran. Das kannst du schon handeln, ja. Und du hängst in den Seilen drinnen und denkst, um Gottes Willen, mich haut jetzt links und rechts und oben nach unten. Auch da wieder Vertrauen zu dem Begleiter, den du hast. Du brauchst unbedingt eine Begleitung. Unbedingt. Alleine kann es keiner schaffen. Keiner. Gruppe alleine wird es nicht lösen. Einzelsitzungen alleine werden es auch nicht lösen. Also du brauchst schon eine Kombination und jemanden, der dich da immer wieder gut begleitet und vor allem in die Realität zurückholt. Ja. Die Leute auch, die sich auskennen, die auch einmal gearbeitet haben, die wissen, wie es im Arbeitsleben ist, ja, die nicht nur Therapeuten waren oder sowas, ja, zum Beispiel. Oder auch gerade, wenn du Themen mit Kindern hast. Das habe ich immer wieder selber bei mir auch erlebt. Du brauchst einen Gegenüber, die auch Kinder haben. Die wissen, wie das ist. Die wissen, was das mit einem macht, was für eine Riesenveränderung das ist. Ja. Du musst nicht alles genau matchen. Das geht gar nicht. Aber du brauchst eine gewisse Lebenserfahrung. Die ist echt wichtig, ja. Und dann kannst du auch jemandem jede Frage stellen. Und das allein schon gibt Ruhe. Ja, man kann immer nur so tief gehen, wie man selber schon war. Da gibt's so diesen Spruch, den ich mal gehört habe, den kann ich inzwischen auch tatsächlich unterschreiben, auch mit dem Voranschreiten meiner eigenen Themen. Also auch dass die Schamgrenzen sich dann verändern und dass einfach auch das System dann auch weiter aufmacht und dann Dinge hochkommen, die man, ja, mit denen man nicht mehr gerechnet und wo man gar nicht wusste, dass die da sind, so, weil die einfach so gut, ja, vergraben waren, aber sich an anderer Stelle halt gezeigt haben, weil der Körper irgendwie drauf reagiert hat, weil man sich immer wieder dieselben Fallen, denselben Selbstbetrug irgendwo erlebt hat im Leben. Da gibt's ja auch die unterschiedlichsten Strategien, von denen ich heute auch wieder welchen begegnet bin.
Und da tragen natürlich auch Energien dazu bei. Mhm. Also ich kann nur sagen, jetzt war ja gerade der Skorpion-Vollmond, beziehungsweise dieser Wechsel, oder was man jetzt auch immer da zu Rande zieht, oder die Portaltage, auf jeden Fall energetisch unglaublich intensiv, ja. Da passiert was. Und auf der anderen Seite, ja, wenn man natürlich kontinuierlich dann auch die Themen dann aufarbeitet, dann kommen eben diese neuen Schichten auch hoch. Was würdest du Menschen sagen, die sagen, ja, das ist ja alles ganz spannend und so weiter, aber irgendwie habe ich so Angst, wenn ich da mal diese Büchse der Pandora aufmache, dann hört es nie wieder auf. Was würdest du Menschen sagen, um ihnen trotzdem die Angst zu nehmen, dass es wert ist, sich damit zu beschäftigen und vielleicht auch, dass es wert ist, genau die Arbeit zu machen und nicht nur zu sagen, naja gut, wenn ich einen Burnout habe, dann gehe ich halt irgendwie, lasse ich mir eine Psychotherapie verordnen, was weiß ich, eine Gesprächstherapie und lasse mich irgendwie ein halbes Jahr krank schreiben und danach arbeite ich halt weiter. Wo würdest du da sagen, kann die Arbeit, von der wir jetzt gerade sprechen, Dinge leisten, die vielleicht die klassische Psychotherapie wo die gar nicht ausgelegt ist danach, und warum braucht man keine Angst davor haben? Ja, Angst ist immer schwierig. Also es sollte niemand kommen, der wirklich Angst hat, weil du brauchst für diese Art der Arbeit schon eine Portion Mut. Ja, auch das da hinzuschauen und das vor allem auch annehmen zu können, was dann hochkommt. Aber du musst dir ja nicht jetzt gleich, wie gesagt, die komplette Büchse der Pandora aufmachen. Du kannst erstmal einen kleinen Teil anschauen. Einfach mal. Nur so, ja, Interesse halber. Und dann, man kann sich auch Ziele vereinbaren. Ja, vielleicht will ich erstmal nur das kleine Thema mir anschauen. Und dann kann ich ja nachschauen. Will ich weitermachen oder will ich nicht weitermachen? Und es hat auch was immer, der richtige Zeitpunkt und dann auch die richtige Begleitung. Es passt halt nicht immer gleich. Man findet nicht immer gleich, man ist nicht so weit, und auch da, also es ist nicht so, dass wir oder ich jemanden die Angst nehme, weil ich es gar nicht kann. Weil ich bin auch darauf angewiesen, dass das keine Einbahnstraße ist, ja, weil ich niemandem was aufzwingen möchte, aber das Positive ist, es gibt heute so viele Bücher, die gab es damals noch nicht so viel in der Menge, und es gibt unglaublich viel auf YouTube. Und da kann ich mir ganz entspannt Dinge anschauen, Dinge anhören und dann für mich entscheiden, wann ist für mich der richtige Zeitpunkt da. Aber das Gute ist zu wissen, dass es endlich mal etwas gibt, was auch tiefer geht. Weil zum Thema Verhalten und Gesprächstherapie, ich kann ja nur das sagen, was mir auch bewusst ist. Aber so wie beim Eisberg, was mache ich halt, wenn das meiste unbewusst ist? Oder wenn ich es so gut weggesperrt habe, dass müsste es mir bewusst sein, weil es vielleicht im Teenageralter passiert ist, aber ich habe es so gut weggesperrt, dass die Erinnerungen fehlen daran. Und dann ist es Gute zu wissen, hey, es gibt auch Möglichkeiten, unterhalb der Wasseroberfläche und nochmal tiefer und tiefer zu gehen, ja. Und bei manchen, auch Geschichten, ist es besser, wenn man zweigleisig fährt. Oder vielleicht dann noch dreigleisig über eine Körpertherapie. Je nachdem, muss man gucken, je nachdem, wo die Traumatisierungen auch liegen, ja. Gibt auch Körpertherapien zum Beispiel, die gehen gar nicht. Da kann ich überhaupt nicht mit dem Körper arbeiten, weil da so eine starke Körpertraumatisierung da ist. Und daher ist es halt einfach wichtig zu gucken, was die Themen sind, wie tief sie gehen, und dann auch immer auch die eigenen Grenzen zu kennen. Aber was ich ganz klar weiß bei den Leuten, die bei mir waren, die oft auch jahrelange Psychotherapie hinter sich haben, die sagen, sobald es Richtung ganz heftige Traumatisierung ging, vor allem im sexuellen Bereich, machen viele Therapeuten dicht. Was würdest du sagen, woran das liegt? Weil das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Also machen Therapeuten dicht, also ich habe ja auch Gesprächstherapie gemacht, sehr lange, hat für mich das Fundament gelegt, um jetzt auch die Arbeit, ja, für mich heute erfahren zu können, die ich mache. Rückblickend würde ich sagen, ja, ich habe halt meinem Therapeuten ein Ohr abgekaut, ja, weil ich halt einfach, ich habe viel Anerkennung gebraucht, habe viel geredet, aber eigentlich war ich immer nur da oben an der Oberfläche. Aber habe immer gemerkt, da ist doch noch was anderes drunter. War dann in verschiedenen Partnerschaften, wo mir verschiedene Dinge gespiegelt wurden, wo ich mit Themen konfrontiert wurde,
ja, im Außen, da sehe ich es ja immer und den Blick nach innen, der war aber da nicht möglich. Was glaubst du, ist dieses, und ich kenne auch Menschen, die mit mir zum Beispiel psychotherapeutische Ausbildung gemacht haben, die selber an ihren eigenen Themen gearbeitet haben, die auch gesagt haben, ja, jeden Tag in die Tagesklinik gegangen und gesagt, ja, aber ich vertraue da sowieso keinem, weil der versteht mich oder der sieht mich sowieso nicht. Was denkst du, ist dieses Element, wo die Therapeuten zumachen? Weil sie es selber auch nicht erfahren haben. Weil dann müsstest du dir ja auch deine eigenen Geschichten erstmal anschauen. Kann ich ja kein Gefälle mehr haben. Weil dann wäre ich dann auf Augenhöhe. Ja, dann bin ich nicht mehr der Experte, der irgendeinem Laien irgendwas erklärt, ja, und gehe dann raus und fühle mich besser, auf gut Deutsch, sondern bin ich auf einmal auf Augenhöhe. Weil dann gehe ich durch meine eigenen Themen durch, und zwar nicht nur mit 30 Stunden oder 24 oder 64 oder wie auch immer, wie viele Stunden da sind, sondern dann kommen Hunderte und vielleicht sogar Tausende Stunden zusammen. Und weil jeder, der zu mir kommt, wird ja mir auch wieder was spiegeln. Und wenn ich halt nur eine halbe Stunde Zeit habe für eine Sitzung oder eine Dreiviertelstunde, dann bin ich halt auch mehr im Kopf. Während es halt teilweise hier mag teurer erscheinen, aber wenn ich dann 3, 4, 5, 6, 7 Ebenen in einer einzigen Sitzung habe, dann ist das Geld im Vergleich, ehrlich gesagt, für andere Sachen, was andere Trainings oder Seminare kosten, in unserer Therapieform, ehrlich gesagt, noch sehr gering. Weil dann zahlst du für eine Coaching-Ausbildung oder für ein Ich fühle mich wieder gut Seminar, sage ich jetzt einfach mal ganz platt, da zahlst du teilweise ein paar tausend Euro. Und die Ebenen, die da bei uns in jeder Sitzung hochkommen, sind viel tiefer und viel breiter und viel universeller. Und wenn du sagst, ich hätte mal gerne Glaskugel, wo ich reinschauen könnte, oder sogar ein Horoskop, Berufung hast damit auch noch mit drinnen. Nicht immer gleich am Anfang, ja? Oder Bestimmung, je nachdem, wie du es sagen willst. Oder die spirituelle Komponente. Das ist alles, krieg gleich Gänsehaut, wenn ich das sage, weil das ist alles da auch mit drinnen. Je nachdem, wie weit aber dein Gegenüber ist, weil dein Gegenüber baut das Zelt auf, das Dach, in dem du dich bewegst in dem Raum. Und wenn der natürlich ein schönes großes Zelt aufbaut für dich, darin du dich aber auch bewegen möchtest, Glück gehabt. Wenn du natürlich aber ein kleines Zelt brauchst, weil du dich noch so, ja, du brauchst noch Kuscheleinheiten und eigentlich noch eine Mama und einen Papa, gut. Aber jede Person wird auch ihr eigenes Klientel finden und die Menschen, die zusammengehören, werden auch zusammenkommen, sage ich immer. Ja, aber das Gute ist zu wissen, da ist jetzt eine Möglichkeit da und die ist nicht so weit entfernt. Ich kann mich erinnern, also zu Beginn meiner Ausbildung in dem Bereich, da habe ich auch schon sehr früh irgendwie gemerkt, so irgendwie spielt da meine Geschichte schon auch irgendwie eine Rolle, und habe aber dann immer gehört, so die eigene Geschichte hat ja in dem therapeutischen Prozess nichts verloren. Wo ich zustimme bis zu dem Punkt, dass ich sage, natürlich darf ich die therapeutische Sitzung nicht missbrauchen, damit ich eigentlich mein Thema heile, um da irgendwie eine Umkehr oder irgendwas zu machen. Aber ich habe schon gemerkt, dass doch meine Geschichte auch was dazu beiträgt, mit welchen Menschen ich überhaupt in Resonanz gehe. Also sprich, da kommen welche, da habe ich eine Übertragung, eine Gegenübertragung, da passiert irgendwas und damit muss ich auch irgendwie arbeiten. Aber irgendwie habe ich das in der klassischen Psychotherapie nirgends gefunden, so in diesem Element. Also würdest du sagen, dass es auch einfach erfordert, selber immer wieder für sich diese Arbeit zu machen und selber mit seinen eigenen Themen Schritt zu halten. Ja. Und da vielleicht auch die vielen Stunden, die viele Beschäftigung mit diesen Themen herkommt. Also dass ich nicht nur sage, da mache ich halt irgendwie meine Anzahl Sitzungen zu dem Thema und danach gehe ich heim und schalte den Fernseher an, lese Tageszeitung und beschäftige mich mit Fußball. Keine Ahnung, jetzt mal irgendwas zu sagen, sondern dass es auch irgendwo Teil des Lebens wird, Fragezeichen. Ich finde, das ist sogar die menschliche Komponente. Die menschliche Komponente, das ist wie wenn du einen Yoga-Lehrer sagst, der Vorträge hält über Yoga, aber kein Yoga macht. Geht ja eigentlich gar nicht, ja? Oder sagt, er ist ein Yogameister, hat es aber an einem Wochenende gemacht. Wie ist sowas überhaupt möglich?
Ja, das ist, in der Schule sind wir ja gut so lange, das ist vielleicht ein anderes Thema, aber und da geht es nicht um das theoretische Aneignen von Wissen. Die Theorie ist wichtig dann nochmal, um die Verknüpfungen zu machen. Und du wirst immer auch deine Theorie erweitern, die wird nie statisch sein. Egal was ein Meister oder ein Professor oder ein Lehrer oder ein Coach dir auch immer erzählen wird, du wirst ja immer auch deinen eigenen Weg finden. Aber die eigene Erfahrung trumpft alles. Das ist wie wenn ich sage, ich kann 20 Jahre Fahrradfahren studieren. Aber wenn ich mich das erste Mal aufs Fahrrad setze, dann werde ich aber den Unterschied merken, ob Dann ich die sehe ich, ob Balance ich, hier noch halten kann. genau, dann sehe ich, ob ich sitzen bleibe oder ob ich umkipp. Genau, ja. Und dann ist Schicht im Schacht. Da kannst du noch so sehr das studieren. Das bringt dir überhaupt nichts. Du musst einfach mal auch ins Tun und ins Machen kommen. Und darum ist es ja auch so schön, bei sich zu schauen und aber auch in Resonanz in den Gruppen zu sein und dann für jemanden in der Arbeit mitzuwirken. Weil wenn du mal in der Wut gestanden bist oder in der Sexualität gestanden bist oder im Ich gestanden bist oder in einem Körper oder in der Eizelle oder Samenzelle bei einem Geburtsprozess, dann wirst du aber anders darüber nachdenken. Und das kann dir keine Theorie, kann dir das so erklären, wie wenn du es im eigenen Tun reingehst. Weil das ist wie mit Schwimmen lernen. Ich kann auch nicht sagen, ich will schwimmen lernen, aber nass machen mag ich mir nicht. Und da ist es ja auch sehr spannend, was uns unsere Kinder aufzeigen. Ich mag gerade mal so ein bisschen den Bogen in diese Richtung machen, weil das hast du ja auch vorher erwähnt, also dass auch bei dir das ja so der Schritt war, wo du dich dann auch für diesen Themenbereich oder für die Arbeit geöffnet hast, damit beschäftigt hast. Bei mir war es ähnlich, also als meine Tochter dann ihre suizidale Krise hatte, das war für mich dann die 3 Ausrufezeichen und Alarmglocke und jetzt ist irgendwie 1:12, jetzt kann ich nicht mehr wegschauen, um dann wirklich diesen Shift zu machen. Aber man muss ja nicht so lange warten. Wo liegt für dich deswegen diese große Bedeutung auch der Arbeit mit Themen, die unsere Kinder mitbringen? Und da spiele ich jetzt auch ein bisschen auf dein Children and IOPT Projekt an. Ja, also das geht eigentlich über das Projekt hinaus, weil ich eben durch meine eigenen Kinder erfahren habe, dass ich überhaupt nicht weiß, wie Muttergehen funktioniert. Dass ich da erst gemerkt habe, ich habe keine Ahnung. Ich war so voll von Magazinen und von irgendwelchen anderen Ratgebern und dass alle im Außen es besser wissen, dass ich ehrlich gesagt komplett vergessen habe, was ich eigentlich fühle bei der ganzen Sache. Und wie ich vielleicht intuitiv rangehen würde. Und dann kam eben durch die Geburt, nicht als ich schwanger war. Schwangerschaft war immer okay bei meinen Kindern, hatte ich nie Probleme. Aber als es dann bei meinem Sohn in die Geburt kam, da kamen die Ängste. Und da habe ich dann erst gemerkt, boah, verdammt nochmal. Also das, was du gedacht hast, funktioniert gut, funktioniert auf einmal überhaupt nicht mehr. Weil ich dann Ängste hatte, das Schreien konnte ich überhaupt nicht ertragen. Und bei meiner Tochter hatte ich Flashbacks. Schlimmster Natur. Und da habe ich gemerkt, nee, das geht überhaupt nicht. Du musst jetzt irgendeinen Weg finden, dass du noch halbwegs gerade ausdenken kannst, weil ansonsten gehst du hier komplett unter. Und das geht nicht. Oder du änderst so wie deine Eltern und das ist keine Option. Also da habe ich mich wirklich selbst so gepusht und gesagt, so Nathalie, jetzt aber finde eine Lösung. Und was ich festgestellt habe durch die Arbeiten, und zwar dann noch mehr, als ich dann mich selbstständig gemacht habe, 2018. Und dann auch die Leute zu mir kamen mit auch Themen, Elternthemen, Kinderthemen, wo ich dann nochmal eine andere Ebene festgestellt habe, ist, dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, dass wir das verlernt haben. Und zwar Männer anders als Frauen. Männer haben ihre Themen, was Kinder anbetrifft, also Väter, und Frauen haben andere. Und ich kann natürlich nur für Frauen sprechen, weil ich bin nur eine Frau. Ein Mann muss für sich sprechen, wie sich das anfühlt in der Vaterrolle. Aber als Frau kann ich dir sagen, ist eine komplette Distanzierung vom Körper passiert. Weil wir sind gut ausgebildet, lernen unglaublich viel, der Kopf funktioniert super, ja, die Arbeit war toll, aber wo ist das Gefühl noch im Körper drinnen? Ja, wo ich instinktiv weiß, wie funktioniert das zwischen mir und meinem Kind. Und dann kommt natürlich die Traumatisierung ins Spiel.
Wie viel hast du erlebt davor? Und wenn du natürlich, nach Franz Ruppert gesprochen, Trauma der Identität, Trauma der Liebe und dann Trauma der Sexualität erfahren hast, dann ist das natürlich, wenn du Eltern wirst, der absolute Super-GAU. Und dadurch, dass wir auch nicht wirklich wissen, wie Beziehung richtig funktioniert und die Kommunikation, dann kriegst du Kinder und stellst fest, was ist überhaupt der richtige Partner? Und wollte ich eigentlich überhaupt Mutter werden oder wollte ich eigentlich überhaupt Vater werden? Und zwar mit der Person dann auch noch und so weiter und so fort. Und dann überrollt dich das tonnenweise. Und während der Corona-Zeit war ich auch noch Schulbegleitung für ein bisschen mehr als ein Jahr und habe dann auch arbeite als Honorarkraft für einen kleinen Träger hier in Fürstenfeldbruck mit dem Jugendamt zusammen. Und dann ist mir noch mal mehr aufgefallen, habe ich es noch mal richtig heftig erlebt, wie sehr die Kinder, also wie schlimm es den Kindern wirklich geht. Und dann ist immer mehr und mehr und mehr der Blick nicht nur auf meine beiden Kinder hat sich fokussiert, sondern ist quasi breiter geworden. Weil davor, sage ich mal, waren wir zu dritt, ich als Kind, meine Kinder selber. Und dann hat sich der Fokus verbreitet. Und da habe ich dann gemerkt, oh holla die Waldfee, was machen wir da eigentlich mit den Kindern? Und das ist der Grund auch, warum ich die Children and IOPT Gruppe ins Leben gerufen habe, weil ich mir bestimmte Themen anschauen wollte, und zwar von Zeugung an bis 18 Jahre, um zu sehen, was sind da für Hintergründe da. Ich weiß, dass wir können nicht mit einer Arbeit alles lösen und alles wissen. Also den Anspruch habe ich auch nicht, da bin ich sehr realistisch genug. Aber ich wollte zumindest durch Schlüsselloch mal gucken. Und was wir da in dem Schlüsselloch gefunden haben, waren teilweise noch schlimmer, als ich eigentlich gedacht hatte. Und ich habe auch immer Mutter und Vater mit zugenommen und Mann und Frau und die Dynamik auch nochmal hier in dieser Paardynamik ist, manchmal möchte ich die Tür wieder zumachen, ja, und mir denken, ach du Schande, das ist das Ganze, wie soll man das lösen oder da einen Weg finden? Aber auf der anderen Seite ist es mir so, so wichtig, weil ich eben seit der Corona-Zeit festgestellt habe, weil die Kinder immer stärker hinten runterfallen. Und darum ist es mir einfach ein persönliches Anliegen, ein bisschen was dazu beizutragen, indem ein paar Themen sichtbar werden. Jetzt sind ja genau das zwei Bereiche, die du angesprochen hast, nämlich Eltern werden und Beziehung führen, die wir nirgends lernen, wenn wir nicht selber uns irgendwie darum bemühen. Und das lernen wir auch nicht aus Büchern, sondern ja in der Regel aus der Praxis, aus dem Tun. Auf einmal sind da Kinder das vielleicht noch mit einem Partner, wo man merkt, oh Gott, da sind eigentlich noch ganz andere Themen drin, die man dann erstmal beim anderen bemerkt, ja, wo man sie dann auch leicht wieder abwerten oder wegschieben kann. Stichwort Trennung oder dann irgendwelche Psychokriege oder sonstigen Geschichten, aber eigentlich hat es ja immer was mit einem selber zu tun. Kannst du da vielleicht mal so 1, 2 Beispiele aus dem aktuellen Kenntnisstand jetzt in der Arbeit mit verschiedenen Themen, die du in dem Kontext Kinder angeschaut hast, mal so exemplarisch teilen, um den Leuten so ein bisschen ein Gefühl zu geben, von was sprechen die da überhaupt? Weil wir beide wissen jetzt, wenn es um Mann und Frau, Mutter, Vater, Kind, Tochter und so weiter, also Kind, Sohn, Tochter geht, wie das dann in der Arbeit aussieht, was da in Resonanz geht. Jemand, der die Arbeit jetzt aber so nicht kennt, der denkt nur, von was sprechen die da eigentlich? Also was ist so vielleicht weniger über den Prozess, als was zeigt sich da eigentlich exemplarisch mal an irgendeinem Beispiel, wo du sagst, das war vielleicht jetzt so eins der plakativsten Beispiele, die man gut irgendwie verstehen kann. Also ganz heftig war vor nicht allzu langer Zeit das Thema künstliche Befruchtung. Da haben wir uns die In-vitro-Fertilization angeschaut, IVF, und das war absolut heftig gewesen, auf mehreren Ebenen. Zum einen, wir hatten Eizelle, Samen, Long-Term-Effects, war auf Englisch, Mom and Dad, also Mutter und Vater hinzugenommen und Doktor, Arzt. Ja, also es waren sechs Anteile mit drinnen.
Und den Long-Term-Effekt möchte ich ein bisschen ausklammern, weil das dann in eine Richtung führt, die man fast schon als Verschwörungstheorie bezeichnen könnte. Darum würde ich sagen, ich möchte erstmal das zusammenfassen, mal in einem Essay oder bis das Buch da ist, weil das ist ein eigenes Kapitel nur für sich. Aber was ganz, ganz interessant war, war allein schon die Eizelle und der Samen. Das war am Anfang so schön zu sehen, wie von der Eizelle, das war wie ein Tanz, wie eine Melodie, wie ein Gesang, in dem der Samen hätte angezogen werden sollen. Also es ist unglaublich positiv, unglaublich spielerisch, ganz leicht und es war wirklich einfach nur schön anzusehen. Aber auf der anderen Seite war der Samen, der war eigentlich fast schon wie kastriert. Da ging überhaupt nichts vorwärts. Da war so viel Angst da war so viel, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Auf alle Fälle, es ging nichts vorwärts und die Eizelle war total frustriert. Sagt, ich würde doch so gerne und da sagen, ja, aber ich kann aber nicht und blockiert mich und jenes blockiert mich und da geht's nicht weiter und dann kam auch die Frage auf, wessen Samen bin ich eigentlich? Kam auch kurz der Gedanke auf, bin ich vielleicht der Samen des Doktors? Ja, der da hier was Gutes tun möchte. Auf alle Fälle war zwischen Eizelle und Samen war die absolute Frustration. Was eigentlich wirklich, ja, im weitesten Sinne Sexualität oder Sensualität eher spielerisch und schön und leicht, wo sich zwei Menschen begegnen könnten, in dem Fall Eizelle und Samenzelle, wurde dann wirklich absolut zur Frustration. Und die Eizelle war besonders frustriert, weil sie immer wieder gesagt hat, ich bin doch das Wunder des Lebens. Ja, warum singt ihr quasi nicht, besingt ihr nicht das Wunder des Lebens? Es ist hier ein absolutes Wunder, was hier passiert. Aber das Wunder konnte nicht stattfinden. Und ein großer Anteil hatte dieser Long-Term-Effekt, diese In-vitro-Fertilization damit zu tun. Aber, und das war ganz interessant zu sehen, beim Vater und bei der Mutter, der Vater hatte so gut wie keinen Redeanteil in der ganzen Arbeit. Der war schon so abgeschnitten von sich, so abgeschnitten, da war kaum an Information da. Und bei der Mutter kam dann raus, dass alles schon sehr technisch orientiert ist. Ich habe mein Schedule, also ich habe meine Arbeitsabläufe, das Kind muss da reinpassen, ich will mich damit auch nicht beschäftigen und der Doktor soll es für mich richten. Also sprich Verantwortung abgeben. Ich glaube dem Marketing und der Presse, die im Außen passiert, ja, dass ich quasi mir mein Kind basteln kann zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es bräuchte. Aber eigentlich habe ich nicht wirklich Interesse daran. Und es soll einfach in mein Schedule reinpassen. Also geht es eigentlich an der Stelle schon los, dass Und der eigentlich überhaupt diese Liebe für das Kind gar nicht in der Form da ist, wie es eigentlich suggeriert wird durch das, ich kann mir ja mein Wunschkind basteln. Und auch da wiederum, dass Mann und Frau hatten überhaupt keinen Kontakt miteinander, das Paar. Das war jetzt manche erschrecken, die sagen, aber ich habe doch Kontakt zu meinem Partner und ich liebe auch und wir wünschen uns Kinder. Aber die Frage ist immer genau, was blockiert euch? Und dann sind wir wieder manchmal bei mehrgenerationalen Traumata da, oder bei anderen Ereignissen. Aber da spielt ganz oft mehrgenerationales Trauma mit. Ja, wo Kinder vielleicht verhungert sind früher in der Linie oder wo der Mann die Frau nicht haben konnte, die er wollte und umgekehrt, oder wo Krieg dann kam und ganz viele schlimme Erlebnisse da waren, dass dann wirklich eine Angst davor ist, ein Kind zu bekommen. Und dann blockiert der Körper und Psyche miteinander, ja. Und der Arzt auch, der fand sich in so einer ganz hybriden, ganz schlimmen Rolle wieder, weil er eigentlich mehr wie so ein Handlanger war und aus dieser Thematik nicht mehr rauskommt, aus der Problematik. Und er sieht zwar das Wunder, aber auf der anderen Seite hat er ja auch seinen Job zu tun. Also das war eine sehr, sehr frustrierende Arbeit da zu sehen. Und wir dachten, alles ginge eigentlich in eine ganz andere Richtung und dann ist der Ausschnitt beleuchtet worden. Oder bei ADHS war das auch so,
dass die Diagnose eigentlich mehr der Mutter diente, ja, damit das Familiensystem, damit das Familiensystem nicht tiefer schaut, wo hakt es denn eigentlich wirklich, dass das Kind so auffällig ist. Hm. Und da auch wieder der Kontakt zu den Eltern einfach ganz, ganz, ganz schwierig ist, wo der Vater sich rauszieht und dann lieber mit den Freunden ein Bier trinken geht. Ja, und sagt, das ist mir eigentlich alles zu anstrengend. Ich bringe ja schon das Geld ins Haus. Ich erinnere mich an die Arbeit, also für diejenigen, die es gerade sehen, da war ich genau in der Vaterrolle und habe genau das gespürt und habe irgendwie gedacht, hey, die sollen das mal sortieren, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf, ich mag jetzt erstmal mich von der Arbeit ablenken. Habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet, also das hat mich selber auch schockiert, weil ich gedacht habe, hey, ich möchte mich doch irgendwie verantwortlich dafür zeigen und so, aber ich konnte damit gar nicht umgehen. Also als ich das auch gesehen habe, wie dann da irgendwie ihr dann auf einmal da irgendwie, ja, auch irgendwie euch miteinander beschäftigt habt und so, da war schon so ein Anteil, der irgendwie da irgendwie mit dabei sein wollte, aber ich wusste gar nicht wie. Also das war wie so eigentlich auf Durchzug, so fast dissoziiert eigentlich. So irgendwie nur ablenken. Ja. Und das war wenigstens noch gut, weil diese Arbeit hatte wenigstens noch eine positive Entwicklung. Ja, weil obwohl die Mutter so viel zu arbeiten hatte und so viel machen musste, kam dann der Punkt, wo langsam Kind und Mutter sich annähern konnten. Und es war dann ein sehr, sehr schöner Prozess, der dann Richtung Vorlesen ging. Es ist Zusammensein am Abend und gemeinsam vorlesen oder eine Geschichte sich ausdenken, wo dann die Mutter auch wieder das Gefühl hat, hey Mensch, das erinnert mich an meine eigene Kindheit, ja. Und dann das Kind beruhigt einschlafen kann. In diesem sicheren, wohligen Gefühl, das ist mein Zuhause und das sind meine Eltern. Oder zumindest meine Mutter in dem Fall, ja. Jetzt hast du ja diese Begrifflichkeit des transgenerationalen Traumas auch reingebracht. Ich habe gerade Drama gesagt, der freudsche Versprecher, vielleicht ist es auch ein bisschen Drama, weil ich mir vorstelle, dass da auch viele Dinge übernommen werden, also wo ja Dinge einfach vorher passiert sind. Magst du da vielleicht in dem Kontext noch ein bisschen was ja, mit den Zuschauern, Zuhörern teilen, was es da so auf sich hat? Also was sind das für Dinge, die wir da übernehmen und wie können wir die über diese Methode auch identifizieren und verändern? Und wie spielen da vielleicht auch mit so einem kleinen Ausblick auch kulturelle Aspekte mit rein? Ja, da gehe ich mal am liebsten in die Beispiele Landwirtschaft. Nehmen wir mal das Thema Landwirtschaft. Haben wir im Süden Deutschland, haben wir im Norden Deutschland, haben wir in jedem Land. Das ist sehr interessant. Bei den Arbeiten kam immer wieder das Thema bei der Landwirtschaft, du musst das richtige Geschlecht haben als Kind. Also am besten einen Sohn, weil nur der kann körperlich arbeiten. Weil ein Mädchen ist einfach körperlich nicht so belastbar. Geld und Macht. Landbesitz. Ein Riesenthema. Da geht es eigentlich wirklich auf dem Acker, wir sagen ackern, ich arbeite ganz viel, ich ackere und genau das ist das Riesenthema, es ist eine unglaublich harte körperliche Arbeit. Da brauche ich einen Sohn, ein Mädchen geht überhaupt nicht. Wenn ich ein Mädchen habe, dann ist sie eigentlich nur dienend da. Ja, die muss putzen, die muss dienen, die muss arbeiten, auch eigentlich beide Junge und Mädchen arbeiten sich so Tode und zwar seit der frühesten Kindheit. Da wird schon ganz früh eine Gabel in die Hand gedrückt oder einen Besen in die Hand gedrückt und jetzt arbeite mal mit, ja, nicht faul daheim rumliegen, nicht zur Schule gehen und irgendwie Bücher lesen, das ist ja keine Arbeit. Intellektuelle Arbeit ist keine Arbeit. Nur harte körperliche Arbeit ist eine Arbeit. Und es haben doch viele Leute damit auch noch Intus und so wird teilweise auch gelebt. Ich kenne jemanden, der ist hier südlich von München aufgewachsen, die hat mir das auch erzählt, in der Landwirtschaft, die hat ungefähr mein Alter, also um die 50. Und da habe ich das Gefühl gehabt, wir sind in einem Paralleluniversum aufgewachsen. Das kenne ich überhaupt nicht. Aber als ich in Norddeutschland war, jetzt öfters in Schleswig-Holstein bei einer Kollegin, da kam das wieder alles nach oben, weil in Schleswig-Holstein einfach sehr viel Landwirtschaft da ist. Und da auch ganz anders gelebt wird. Und da kamen mir ganz, ganz viele Muster, sind dann wieder nach oben gekommen, was ich so, ehrlich gesagt, hier bei uns schon total vergessen hatte. Und es kommt in den Arbeiten ganz, ganz stark hoch, sobald das Thema Landwirtschaft da ist, über Generationen hinweg. Also es ist ein Riesenthema. Da ist übrigens auch ganz viel sexueller Missbrauch dabei. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Familienstrukturen oft, je nachdem, ja, dörflichen Strukturen auch. Also das ist ein ganz hartes, heißes Eisen. Darum sage ich immer, das Thema Landwirtschaft per se ist eigentlich ein eigenes Thema. Allein nur das hier. Dann hat ganz viel bei Frauen ist ganz viel über Generationen hinweg diese dienende Rolle. Ja nicht sagen, ja nicht die eigene Stimme erheben, ja nicht das machen wollen, was man wirklich machen möchte, keine Freiheiten herausnehmen, immer wieder buckeln, dienen. Das macht gerade bei denen, die Schilddrüse haben, zeigt sich das oftmals auch in den mehrgenerationalen Themen, einfach dieses, ich habe keine Stimme. Dann ist viel Abtreibungen, sehr viele Abtreibungen, ganz, ganz viel. Oder Kinder, die nicht da sein sollten oder Kinder, die unehelich auf die Welt gekommen sind. Das ist ein Riesenthema, auch nochmal per se, das über Generationen geht. Weil zum Beispiel sexuelle Traumatisierung hat nie in der jetzigen Generation angefangen. Das kannst du immer, der Faden geht über mehrere Generationen zurück. Über mehrere Generationen zurück. Darum gerade für die Frauen, wenn die oder auch für die Männer, stellt sich auch übrigens immer mehr raus, je mehr die Männer arbeiten, desto mehr sexuelle Traumatisierung findest du auch bei den Männern. Zum Beispiel auch spannend. Ja, okay. Was man gesagt hat, hey, das ist doch eigentlich mehr, ja, was die Mädchen anbetrifft. Nee, es kommen immer mehr Themen auch bei den Männern zustande. Und auch das wieder, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Generationen durch. Das ist also ganz, ganz heftig. Und über Landstriche, wenn wir da sprechen, der ganze islamisch geprägte Raum, sagen wir mal jetzt nicht Islam jetzt in Indonesien, sondern jetzt hier bei uns, Mittelmeerraum von der Türkei runter, da ist natürlich das Thema Religion ganz, ganz stark verhaftet. Auch wieder da, was macht das mit den Frauen? Was macht das mit den Männern? Hat nochmal ganz, ganz unterschiedliche Auswirkungen. Kann man auch zum Beispiel nicht über einen Kamm scheren, aber das klebt so unglaublich stark, auch mit dem bösen Blick und vielleicht ein bisschen seltsames Thema, aber Flüche und Verwünschungen. Die wurden dort ausgesprochen, wie unser eins hier zum Bäcker geht, sage ich immer. Den Nachbar, den mag ich nicht, oder der hat mir das Grundstück weggenommen, oder der ist dazugezogen in mein Dorf und warum denn überhaupt? Geht ja gar nicht, macht ein Geschäft auf. Zack, ein Fluch nach dem anderen. Oder in vielen Landstrichen dummerweise dann auch wieder Missbrauch. Hatte ich mal erlebt in einer Arbeit von einer Serbin, wo ich in der Rolle des Vaters drinnen gewesen bin, und dann habe ich auch gesagt, also klar, sexuelle Gewalt, weil du kannst ja hier nicht normal bleiben. Du kannst hier nicht überleben in diesem Kreis, wenn du nicht auch sexuell traumatisiert wirst. Und das muss so sein. Oder wenn wir in den Arbeiten waren mit Russland, in Russland auch ganz, ganz viel heftigste körperliche Gewalt auf der schlimmsten Ebene. Also ist gerade in Osteuropa sehe ich das auch stark. Oder dann hatte ich jemanden aus Südafrika. Dann kommen noch die rituellen Themen dazu bei den Naturvölkern. Könnte auch Richtung Flüche und Verwünschungen und diese Arten nochmal gehen, aber das hat nochmal eine andere Komponente, die wir als Europäer so zum Beispiel gar nicht kennen. Ja, oder wenn du dann das Thema in den USA nimmst, Sklaverei, Verfolgung der Indianer, der indigenen Bevölkerung im Amazonas, in Brasilien, ist zum Beispiel auch ein Riesenthema dort. Ein ganz eigenes, spezifisches Thema. Also da hast du auch wieder von diesen Verflechtungen, ja, da hast du deine eigene familiäre Geschichte, deine Geschichte, deine familiäre Geschichte, deine Ahnen, aber dann hast du auch nochmal so viele Verquickungen am Start. Also das ist unvorstellbar oftmals, ja. Ich mag da noch einen Begriff reinwerfen, das Patriarchat, das mir da gerade kommt, weil ich gerade so ein bisschen denke, weil jetzt da auch so mehrere Regionen durchgegangen bist. Jetzt haben wir ja das Patriarchat so gut wie überall auf der Welt. Also es gibt ja eigentlich kaum Länder, und wenn dann nur irgendwelche total abgeschotteten Regionen, wo es andersrum ist. Weil ich das Thema tatsächlich hier auch schon mal besprochen hatte und sehr spannend fand. Inwiefern würdest du sagen, dass gerade in Ländern, wo das Patriarchat stärker ausgeprägt ist, also wo wirklich die Rolle des Mannes nochmal eine andere Bedeutung hat, also anders im Sinne von
der ist eigentlich derjenige, der die höchste Wichtigkeit hat, dass da auch diese ganzen Traumathemen wie Missbrauch und ähnliches eine größere Rolle spielen. Kannst du das so aus deiner Erfahrung bestätigen oder was sind so deine Beobachtungen dazu? Ja, ich weiß nicht, ob das mit dem Patriarchat unbedingt zusammenhängt. Ja, ich bin immer da so Okay. ein bisschen vorsichtig, weil Mhm. ich denke, es hat einen Grund, warum man vom Matriarchat, ob es auch wirklich so ist, stellt sich auch nochmal die Frage, keine Ahnung, ja, Richtung Patriarchat entwickelt hat. Ich bin mir da nicht sicher, Mhm. weil es hängt auch immer davon ab, in welchem Land du bist. Ja, es gibt manche Mhm. Frauen, die sind männlicher, aber es gibt aber auch Regionen, Landstriche, wo die Frauen weiblicher sind und die Männer mehr eine traditionelle Rolle einnimmt, ohne dass es sich unangenehm anfühlt. Während bei uns Mhm. oftmals so eine Verquickung mittlerweile passiert, wo Mhm. keiner mehr weiß, ist er jetzt Mann dann oder Weiber, Mhm. auf Bayerisch gesagt, ja. Also das ist etwas, ich würde es eher anders formulieren. Ähm, Du brauchst als Mensch nicht nur den Verstand, ja, du brauchst auch das Gefühl. Während wenn du aber zurückgehst, wurde viel im Gefühl gemacht. Träume sind dafür das beste Beispiel. Wenn du diese Hellsichtigkeit oder in den Träumen, da waren wir alle noch unglaublich im Gefühl. Und damit hatten wir auch den Zugang dazu. Und haben auch gewusst, ach, in den Träumen kommen Nachrichten. Das würde heute jeder verneint dir das. Und wir hatten C.G. Jung, wo das Thema Traum absolut immer noch aktuell ist. Und jeder verneint dir das, dass du in den Träumen Botschaften bekommst. Aber Mhm. damals war das Standard, da warst du noch so im Gefühl drinnen. Aber du hattest auch einen massiven Aberglauben und Menschenopfer, ähm, ja, und übelste Rituale auch drinnen. Also ich kann den Schwenk verstehen, den gerade auch in Europa gemacht worden ist, Richtung ähm, den Verstand. Aber ich denke, also bin ich von Mhm. Descartes, ist ja totaler Blödsinn. Ich denke, also bin ich, ja, und was ist dann der Rest? Vergisst du den dann einfach? Aus der Entwicklung heraus kann ich es verstehen, aber da stehen zu bleiben, ist ja nicht wirklich logisch. Also nicht einmal vom Verstand her wirklich logisch. Du musst wirklich beides zusammenbringen. Und diese Qualitäten wie im Yin und Yang, die gehören zusammen. Die sind nicht separat. Ich brauche die Kreativität, die ich vielleicht mit dem Weiblichen zuschreibe. Bei uns Frauen, ich meine, in uns Frauen entsteht ein neues Leben. Was gibt es für ein größeres Wunder? Was gibt es für ein größeres Wunder? Normalerweise müsste jede Schwangere umarmt, gefeiert, lieb gehabt, beschützt werden, versorgt werden, weil das an sich ein absolutes Fest ist, ja. Aber was ist die Rolle, wie ist unsere Rolle dann in uns und dann auch zueinander? Und das braucht definitiv ein anderes Miteinander. Ein anderes Miteinander, damit als Mann auch wieder ich mich, also, oder du in dem Fall dich auch als Mann fühlst, ja, aber ich mich auch als Frau fühlen darf. Ohne dass immer diese Rollen vermischt werden, die uns ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke es bei mir, die tun mir nicht besonders gut. Ja, also ich habe das auch in eigenen Arbeiten immer wieder gesehen, wo ich in unterschiedlichen Rollen auch dabei war, wo sich das auch immer wieder gezeigt hat eigentlich, ja, wie viel da eigentlich verschoben ist und wie viel tatsächlich Ja, mit dem Kontakt und auch jetzt in meiner letzten eigenen Arbeit, die du ja begleitet hast, war ja das genau mein eigenes Thema, also sprich der Nicht-Kontakt eigentlich mit meinem eigenen Körper und ja, Berührung mit meinem eigenen Körper und ja, wer bin ich eigentlich, also alles hier ab dem Kopf abwärts, ja, körperlich, ja, nur was braucht ja, dieser Teil und wie kann ich den nutzen, um dann auch das zu verwirklichen, was dann im Kopf entsteht, im Kontakt mit anderen Menschen, im Kontext Beziehung, im Kontext Sexualität und so weiter. Aber da fließt halt sehr viel Energie hin, weil ja, das ja das ist, was ich ja dann auch vorgelebt bekomme. Stichwort Pornoindustrie. Sexualität, wie ja, sie ja nach außen heute ja auch junge Menschen damit aufwachsen und so weiter, ist ja ganz anders nochmal. Ähm, Wo zwar vielleicht weniger tabuisiert wird, aber dafür viel mehr sichtbar ist und vorgelebt oder
ja, präsent ist, wo man denkt, boah, da muss ich mithalten, das muss ich auch so machen, und dann ist man aber wieder hier oben und irgendwie gar nicht im Körper, weil man nur noch in diesem Leistungsaspekt irgendwie unterwegs ist. Das hat also auch, habe ich immer wieder gesehen, dass es eigentlich bei den Männern ja ganz oft darum ging, einfach mal wieder Kind zu sein. Also diese Leichtigkeit, dieses wer bin ich eigentlich, dieses Fließen lassen, dieses Entdecken, diese Neugier, und spannenderweise, dass das auch das ist, was die Frauen wollten. Also das war auch, fand ich auch sehr interessant. Also nicht dieses von wegen, okay, jetzt der Versorger und leisten und Ding und zack. Natürlich kamen diese Aspekte auch vor, aber eher aus diesem kulturellen, aus diesem Aspekt, der so in der Gesellschaft, sag ich mal, vorgegeben wird, aber nicht das, was von innen herauskommt. Jetzt hast du vorher ich habe das Gefühl manchmal, wie wenn es schon Absicht wäre, dass wir nicht zusammenkommen. Und das ist genau das, was bei der Eizelle und dem Samen der Fall war und bei Mann und Frau oft in den Arbeiten sich zeigt. Da sind wir wirklich alle in einem Boot. Und da sollten wir nach anderen Lösungen finden, als ständig im Außen danach zu suchen, mit welchem Blödsinn ich jetzt mich wieder ablenken kann. Es ist alles eine massive Ablenkung vom wirklich Wichtigen. Ja, und auch den Dingen, die halt nicht, ja, die wir nicht spüren wollen, die aber, ja, gefühlt werden wollen, um wirklich wieder in den Kontakt auch mit dem Körper zu kommen. Also spüren, ja, was zeigt mir mein Körper an? Der zeigt ganz genau, im Zweifel halt über Symptome, was eigentlich gerade schief läuft. Ja. Und dann ist es halt vielleicht nicht die Pille oder das müssen wir jetzt wegoperieren, damit es gut ist, sondern was will mir das Symptom jetzt eigentlich sagen? Und auch da hat sich ja die Arbeit als sehr, sehr wertvoll rauskristallisiert. Ich mag jetzt aufgrund der Zeit, wir haben jetzt schon über eine Stunde gesprochen, ein bisschen noch diesen Bogen Richtung Träume nehmen, weil du es jetzt auch gerade erwähnt hast, weil das ja auch was ist, wo offensichtlich das Unterbewusstsein ja auch Dinge freisetzt und auch da der Körper über diesen Weg des Traumes Dinge kommuniziert, die total wertvoll sind. Also wir hatten ja auch im Rahmen des Projektes ja von dir ja auch bei mir das, ich weiß jetzt gar nicht was, Schlafwandeln oder ja, wir hatten auf jeden Fall auch etwas, was mit in diesem Kontext hatten wir ja auf dem Schirm, wo es eben um den Schlaf ging. Was sind da so deine Erkenntnisse, die du vielleicht mit den Zuschauern an der Stelle noch teilen möchtest, wo man vielleicht auch noch einen Zugang bekommen kann, um diese Körperweisheit wieder mehr anzuzapfen, die da in uns steckt? Ich sage immer, du machst die identitätsorientierte Arbeit bei Tag mit deinem Ich und bei Nacht kriegst du dann die Antworten im Unterbewusstsein über deine Träume. Ist doch eigentlich ideal. Die Frage ist nur, öffnest du deine Briefe oder nicht? Oder lässt überhaupt den Postboten rein, dass er den Brief abgeben kann und sagst, ist ein Blödsinn, Schwachsinn und so weiter. Allerdings, wenn du Körpersymptome in der Nacht hast, von heftigen Träumen, Albträumen oder dann Schreien im Schlaf, ja, heftig um sich schlagen, da sage ich immer, da ist es nicht nur 5 vor 12, da ist schon wirklich 1 vor 12. Und diese Dinge sind unglaublich ernst zu nehmen, weil das immer eine Nachricht ist, von deinem Innersten zu sagen, so, und jetzt geht's nicht mehr so weiter. Du musst etwas ändern. Und da ist wieder das Tolle, wenn ich dann wieder mit der Selbstbegegnung arbeite, wenn ich mir da selbst begegne, dann werden die Symptome sehr, sehr schnell ruhiger. Manchmal sogar mit einer einzigen Arbeit. Nicht immer, kommt darauf an, wie viel körperliches Leid du mit dir trägst über die Jahre hinweg. Dann brauchst du vielleicht noch eine zweite oder dritte Arbeit. Aber dann wird es ruhiger. Du kannst wirklich in der Nacht besser schlafen, weil dein Ich, ja, du selbst, deine kleinen Kindanteile, sagen wir so, in dir, endlich mal gesehen werden und endlich mal zur Ruhe kommen können, ja, und nicht ständig anklopfen müssen und die Alarmglocken schlagen. Und das ist der eine Teil von den Träumen. Aber wenn wir zurückgehen, wie ich gesagt hatte, also aus den Träumen hat sich die Mystik entwickelt und darüber dann die Märchen. Und so hat eigentlich alles angefangen und so haben wir uns auch leiten lassen früher. Da kamen natürlich noch andere Themen auch dazu, aber darum ging es. Darum haben auch viele Kriegsherren früher sind zum Orakel gegangen und haben gefragt, ich hatte den und den Traum, bitte deute mir den mal. Ja? Oder in Ägypten gab es wohl eine Traumschule sogar auch zu dem Thema. Und
Ich hatte eine Traumausbildung, habe ich gemacht bei der Ortrud Grön hier am Starnberger See. Und Ortrud Grön hat immer gesagt, Träume zu bearbeiten ist keine Psychotherapie. Ja, und der widerspreche ich mittlerweile aus eigener Erfahrung, weil da bin ich doch mehr bei C.G. Jung, der da unglaublich weit schon war in der Ecke, weil du kannst sehr, 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 sehr viel über deine Träume bearbeiten und du kriegst dann Nachrichten und Botschaften, die manchmal wunderbar positiv sind, die dich bestärken, gerade wenn du eine Veränderung machst, die dir aber auch sagen, hey hoppla, so geht's echt nicht mehr weiter, bitte ändert es mal. Und das Schöne ist, du hast in einem Traum das Problem, das Thema, dann welche Problematik du gerade hast und oftmals auch sogar die Antwort mit drinnen. Warum fällt es uns dann so schwer, das zu lesen und damit was zu machen? Weil es wieder um das Innere in mir geht. Und sobald das Innere in mir dran ist, dann ist es auch Schmarrn, dann ist es Blödsinn, das brauche ich nicht. Und also Selbstabwertung, weil wir uns selbst nicht wichtig genug nehmen? Weil wir Angst davor haben. Für mich ist Angst das zentrale Thema der Welt. Ich habe Angst davor, wenn ich erstens den Wahrheiten ins Auge zu sehen, wie es wirklich ist. Weil dann müsste ich auch ein paar Illusionen aufgeben und noch mehr Glaubenssätze. Und auch teilweise Angst vor der eigenen Größe. Oh ja, das kann ich definitiv unterschreiben. Weil dann müsste ich vielleicht feststellen, dass eigentlich da viel mehr Potenzial in mir ist, als ich denke. Und da ist eine riesen Angst davor da. Weil auch da wieder mehrgenerational, ich habe schon mal erlebt, dass ich deswegen ermordet worden bin, ja. Oder dass ich deshalb verhungert bin oder dass mir die Familie weggenommen worden ist. Da habe ich schlimme Erfahrungen gemacht und dann trage ich das mit rein. Und da ist auch eine Riesenangst, wirklich zu dieser vollen Größe sich zu bekennen, die in einem ist. Ja, oder schon aus dem eigenen Familiensystem verstoßen zu werden, im Sinne von, ja, nicht mehr, ja, die Liebe oder zumindest die Ersatzleistung, die es ja meistens ist, von Mama oder Papa zu bekommen. Das kann ich für mich selber ja auch so sagen, als ich ja vor einem halben, dreiviertel Jahr hier auf Madeira war und es darum ging, mein Buch zu veröffentlichen, da hatte ich genau diese Angst, ja. Und da haben wir auch genau an der Stelle auch, ja, gearbeitet und auch an anderer Stelle kam die Angst hoch. Und ich habe gemerkt, auch in der Aufstellung, die ich mit einer Co-Autorin gemacht habe, bei der ich gerade vor Ort war, dass das gar nicht meine Angst war, sondern das war die Angst von meiner Mama. Das war nicht meine Angst. Das Buch war fertig, das war wie so das Kind, das gesagt hat, hey, jetzt lass uns doch endlich mal los und wir haben doch schon alles und zack und so. Und ich habe gedacht, ich muss mich jetzt mit meiner Angst beschäftigen, bis ich dann irgendwie gemerkt habe, nee, das ist gar nicht, das ist nicht vom Buch, das ist nicht von mir, sondern das ist von meiner Mama. Und das, glaube ich, ist ja auch sehr, sehr wichtig, da ja hinzuspüren. Und was würdest du Menschen mitgeben, vielleicht um so langsam unser Gespräch für heute auch abzurunden? Ich glaube, da gibt es noch ganz viel Potenzial, um anzuknüpfen an den unterschiedlichsten Stellen und wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein, was wir da miteinander sprechen. Was wäre so dein Appell an die Menschen da draußen jetzt vor dem Hintergrund der vielen Möglichkeiten, die wir jetzt heute besprochen haben, wo wir hingucken können, wo wir Möglichkeiten haben, mehr auf uns zu hören und auch, wo es Möglichkeiten gibt, um ja, sich weiterzuentwickeln und der eigenen Größe Raum zu geben? Ich würde einfach sagen, habt einfach den Mut, das mal auszuprobieren. Probiert es aus, wenn es euch ein wirklich inneres Verlangen ist. Wie gesagt, die Methode geht ganz schön tief, also dass man dann, aber wer das möchte, wer so dringende Fragen hat, ja, die er endlich mal beantwortet haben möchte. Es kann auch manchmal zu ganz allgemeinen Themen sein wie Politik und Umwelt. Kann auch das sein, dass einfach mal Ruhe reinkommt, ja. Dem kann ich das wirklich nur anraten, diese innere Hürde zu überwinden und einfach mal zu schauen, ja, das auszuprobieren, weil also die Ruhe, die dann kommt und in dir und auch im Außen und die Sichtweisen, die sich ändern, das kann man mit keinem Geld der Welt aufwiegen. Das ist einfach, das sind Momente, wenn die da sind, wenn du die mal fühlst,
Das ist so groß und so tief und so schön. Und mein Wunsch wäre da, dass wir das nicht mehr alleine machen, jeder für sich, in der Angst und in der Scham, weißt du, in dem Schuldthema auch, sondern dass wir da auch einfach als Menschheitsfamilie, wie der Ganser das immer so schön sagt, das einfach auch zusammen machen. Und ich sehe halt die Ablenkungen, die draußen sind, die werden immer stärker und in so einen sicheren, ruhigen Raum mal reinzugehen, ist ein ganz anderes Erlebnis. Das kennen ganz wenig Leute und das habe ich auch vorher nicht gekannt. Und das ist einfach sehr schön, wenn man den Mut hat, natürlich. Das ist nicht für jeden, aber wer den Mut hat, ist einfach herzlich willkommen. Ich habe dazu gerade noch eine sehr schöne Frage bekommen. Wie kann man sich denn die immer wieder angesprochene Methode im Detail vorstellen? Vielleicht kannst du da zum Schluss nochmal ein bisschen was zusammenfassen. Wir beide kennen es ja jetzt aus den unterschiedlichsten Perspektiven, aber dass diejenigen, die es noch gar nicht ausprobiert haben, vielleicht so ein bisschen eine Möglichkeit haben, so eine Vorstellung dazu zu bekommen, was ja auch immer wichtig ist, um so die Angst vielleicht ein bisschen loszulassen und zu sagen, komm, das mache ich jetzt mal, weil die Einstiegsmöglichkeiten sind ja wirklich super easy. Ja. Also sagen wir mal, so das klassische Vorgehen ist, du hast ein Anliegen. Das kann ein Satz sein, das kann auch mal ein gemaltes Bild sein, es kann ein Traum sein, wie ich schon gesagt hatte. Mit dem Anliegen gehst du dann hin. Ein Beispiel, nehmen wir mal an, man hat einen Burnout gehabt. Ist gerade momentan auch hoch im Kurs, ja. Burnout, Fragezeichen. Ja, warum hatte ich einen Burnout, wäre zum Beispiel so das Thema. Du suchst dir aus dem Satz maximal 3 Worte heraus, maximal, 1 geht übrigens auch, 2 gehen auch und 3 ist das Maximum. Die Leute fragen dann immer, warum so wenig? Früher waren es mehr und ich weiß aus eigener Erfahrung, das war damals wirklich überfordernd, wenn du so viele Informationen bekommst. Und vor allem dann hast du auch in der Arbeit eine Kakophonie an Stimmen, die echt schwer zu managen ist. Für denjenigen, der die Arbeit macht, aber genauso für die Leitung auch. Mit 3 ist es schon mal ruhiger. Und dann in der Gruppe ist es einfacher, weil dann suchst du dir für jedes Wort einen Stellvertreter aus, der dafür in Resonanz geht. Suchst dir jemanden out für Burnout, für jemand fürs Ich und jemand für das Fragezeichen. Ja, und dann in der Arbeit kommen dann Gefühle hoch, Gedanken hoch von den Resonanzgebern, die diese ausdrücken. Und du bist in deiner Arbeit mit drin. Das ist zum Beispiel auch ein Unterschied zum Familienstellen. Du bist aktiv mit drin in deiner Arbeit und gehst dann mit den Anteilen in Kontakt. Und dann entwickeln sich Gespräche, Gedanken, Gefühle kommen hoch. Das geht dann in eine bestimmte Richtung. Und dann zeigt sich auch wieder, ist das, wo hängt es denn? Warum kam es denn überhaupt zum Burnout? Hat es wirklich was mit der Arbeit zu tun? Oder hat es eigentlich mit familiären Verhältnissen zu tun? Ja, wo ich immer ausgebrannt war, wo ich überfordert war, wo ich vor allem eigentlich gar nicht mehr weiß, wo meine eigenen Grenzen liegen. Das fühle ich überhaupt gar nicht mehr und gehe immer und immer wieder drüber hinweg oder lass andere permanent über meine Grenzen drüber trampeln. Ja. Und es zeigt sich dann zum Beispiel in so einem Thema ganz wunderbar, weil zum Beispiel das Schulthema und das Arbeitsthema haben oftmals wenig was mit der Schule, mit der Arbeit zu tun, sondern immer mit anderen. Und das in Resonanz gehen ist so wichtig, weil du mit dem Ich, das ja eine Sonderfunktion hast, die Möglichkeit hast zu sehen, bin ich denn überhaupt mit mir in Kontakt? Kann ich denn das überhaupt? Kann ich mit mir sprechen? Höre ich mir zu? Und vor allem fühle ich mich? Kann ich empathisch mit mir umgehen? Und das ist das erste Riesengeschenk liegt allein schon in der Interaktion mit dem Ich. Weil da sehe ich, wo hackt's denn? Und bei den meisten ist das ein Riesenproblem, mit mir selber erstmal in Kontakt zu kommen. Wer Und bin dann ich kommt und wie manchmal viele? noch, könnte zum Beispiel, ja, richtig. Und zum Beispiel, nehmen wir mal einfach nur mal an, Burnout wäre ein kleines Kind. Ja, dann zeigt sich da auch wieder, nicht nur, wie komme ich mit mir in Kontakt, sondern was mache ich, wenn da so ein kleines Kind dann da ist?
die Analogie zu ziehen, dass das ich bin als 2-, 3- oder 4-Jährige oder 4-Jähriger, ist für viele unglaublich schwierig. Unglaublich schwierig. Und dann kommen oftmals Sprechweisen rüber, die, so hat eigentlich mein Vater gesprochen. Oder so hat eigentlich meine Mutter mit mir gesprochen. Und dann merkt man, um Gottes Willen, so rede ich jetzt mit mir selber. Und ich merke das gar nicht, weil ich denke, ich bin der hyperempathischste Mensch eigentlich. Wie kann das überhaupt mir passieren? Und dann stellt sich raus, um Gottes Willen, da ist nicht wirklich viel da an Empathie. Und so entwickelt sich das dann mit der Zeit. Und ein Begleiter ist dann immer da, der natürlich etwas in Kontext stellen kann oder Fragen auch beantworten kann. Und im Einzelsetting ist es so, dass es dann zwischen der Person selber stattfindet und derjenigen, der dich begleitet. Also wenn wir beide jetzt zum Beispiel im Einzelsetting wären, dann machst du dein Anliegen und dann gehst du rein in Resonanz und entweder gehst du komplett rein in 1, 2 oder 3 Worte oder ich gehe zum Beispiel rein und sage, hey, ich übernehme ein Wort oder du sagst, könntest du mir bitte bei dem Wort helfen? Und dann gehe ich in Resonanz rein und dann haben wir quasi ein Duett, das dann vor sich geht. Und Das heißt, das so ist wird beides sehr, sehr, sehr wertvoll in der Gruppe wie einzeln. So werden dann quasi diese inneren Dialoge, um mal dieses Beispiel zu nehmen, also wie ich sonst zum Beispiel unbewusst mit mir selber spreche, auf einmal transparent und ich kann dann quasi sehen, was da eigentlich passiert, dass das zum Beispiel das ist, wie eigentlich meine Mutter mit mir gesprochen hat oder wie ich mich meiner Mutter gegenüber verhalten habe und so weiter und daraus dann vielleicht, wenn wir dieses Symptom Burnout nehmen, dann vielleicht entstanden ist, weil mich das vielleicht geschützt hat, um irgendwie die Verbindung zur Mama zu halten zum Beispiel. Also wenn ich nicht, ich formuliere jetzt mal einfach was aus, wenn ich nicht... Manchmal noch so schlimmer, ja, manchmal noch schlimmer, da kommen manchmal gar keine Gefühle. Die Leute gehen in Resonanz und ich kann überhaupt nichts fühlen. Also manchmal ist schon der erste Schritt des Fühlens eine riesen Hürde. Und dann wird dir das auch erst mit der Zeit bewusst. Ich denke, dass ich fühle. Ja, ich denke, dass ich fühle. Aber fühlen fühle ich nicht. Ich habe kürzlich eine Arbeit gehabt, wie fühle ich? Fragezeichen. Das ist sehr spannend, weil vor allem auch der Verstand natürlich da. Der Verstand war das Fragezeichen. Und ohne den ging's nicht, aber am Ende ging's halt wirklich drum, erstmal das Fühlen, das ein jüngerer innerer Anteil war, dass der ganz verschreckt war, der ganz ängstlich war, dass der wieder gesehen wird und dass das Ich damit wieder in Kontakt geht und der Verstand aber trotzdem auch in Kontakt sein darf und der hat da viel mehr möglich gemacht als, wenn man jetzt wieder das auch abstrahiert, der Verstand uns heute erlaubt. Also wenn wir das wirklich so vielleicht als Schlussbild auch so nochmal nehmen, der Verstand meint die ganze Zeit, der muss irgendwie sagen, da geht's lang, mach mal dies, mach mal das, lies dieses Buch, lenk dich da ab, hier brauchst du mehr Geld, da musst du das und das mehr oder weniger machen. Aber der kann auch mal ruhig sein und der unterstützt es sogar, wenn wir uns mal um uns selber, um unseren Körper, um unsere Bedürfnisse und den Moment kümmern. Und ich glaube, das wäre so von meiner Seite eine ganz gute Abrundung. Ich weiß nicht, ob du vielleicht noch irgendetwas ergänzen magst an der Stelle, dann mag ich dir gerne so die Abrundung überlassen und gerne auch noch 2, 3 Worte, wo man mehr über dich erfahren kann, wenn man jetzt Lust hat, sich da das vielleicht auch mal anzuschauen, sich begleiten zu lassen, vielleicht auch mal mit den Träumen zu arbeiten. Vielleicht magst du dazu noch am Ende was mitgeben. Also nochmal, wie gesagt, ich finde immer, wir haben die VIP-Karten gezogen, die wir jetzt auf der Welt sind. Also wir leben in Frieden in Zentraleuropa, wir haben die Möglichkeiten und es ist gerade eine wunderbare Zeit. Ja, es ist zwar auch eine anstrengende Zeit, aber es ist auch eine wunderbare Zeit, sich wirklich um sich selbst zu kümmern. Und wir als Generation, unterschiedlichen Altersstufen, zusammen bitte, nicht nur die 70 oder 60 oder 50 oder 40 oder 30 oder 20 Jahre alt sind, sondern wirklich wir zusammen. Wir könnten wir haben da so ein Geschenk bekommen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns alle zusammen auf den Weg machen könnten. Weil wir haben lokal, regional, wieder national und global jetzt sogar die Möglichkeiten. Ja, ist ja nicht nur auf Deutsch beschränkt, ist auf Englisch, auf verschiedenen Sprachen, Französisch, Russisch, Portugiesisch und so weiter, sogar Chinesisch ist es verfügbar. Und das wäre wirklich wunderbar, wenn wir das zusammen gestalten könnten.
ein Weg für uns gegenseitig zu unterstützen. Das ist mir ein echtes Anliegen, uns wirklich gegenseitig zu unterstützen und endlich auch zu sehen. Ja, weil wenn jemand zum Beispiel sagt, du, ich habe gestern eine Arbeit gemacht, mir geht's gar nicht gut, das kannst du jedem erzählen und dann sagt der andere, oh, ich verstehe dich, komm mal her. Komm mal her, ich bin einfach mal nur für dich da. Brauchst gar nichts sagen. Kannst bei mir einfach so sein, wie du gerade bist. Du kannst weinen, du kannst schreien, du kannst alles rauslassen. Das wäre wirklich wunderschön. Und ich finde, das ist positiv. Ich möchte nicht mehr, dass das so negativ konnotiert ist, sondern dass das ein wunderbarer, positiver Weg ist, den wir gemeinsam gehen und auch gemeinsam gestalten können. Weil, wie gesagt, wir sind gerade erst am Anfang. Ja, für mich fühlt sich das großartig an. Ich habe gerade noch die Idee gehabt, vielleicht die Informationen, wo man dich findet, die werden wir sowieso dann in die Shownotes reinpacken. Also da gibt's eine Webseite, wo man dann auch deine Termine findet und bietest ja verschiedene Workshops an in und um München. Du arbeitest online, offline, englischsprachig, also auch dein Children in IOPD-Projekt ist auch englischsprachig, wer da Lust hat. Nach der Sommerpause, ich glaube, da gibt's noch einen Termin, der jetzt noch irgendwie, glaube Kaiserschnitt war jetzt noch offen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und dann geht's nach der Sommerpause weiter und daraus soll ja dann eben das Buch entstehen. Du hast schon 2 Bücher geschrieben, was ich auf deiner Webseite vorher nochmal recherchiert habe. Und vielleicht gibt's auch von dir irgendwie noch gerade so eine Buchempfehlung, wo du sagst, wenn sich jetzt jemand mit dem ganzen Themenkomplex beschäftigen würde, vielleicht gibt's irgendwie ein Buch, wo du sagen würdest, so, also wenn du irgendwie einsteigen magst und da mehr erfahren magst, um dich ranzutasten, was wäre das, was man sich unbedingt anschauen sollte? Also ich mag am liebsten das Buch vom Professor Dr. Franz Ruppert, Mein Körper, mein Trauma, mein Ich. Weil da sind so viele Beispiele von Kollegen und Kolleginnen drinnen zu bestimmten Themen, zum Beispiel wie Krebs auch oder Rückenschmerzen oder Wechseljahre, die einfach an den Beispielen in der Kombination zwischen Theorie und Beispiele wirklich einen ganz guten Ansatzpunkt geben. Und ich mag die Videos auch von Dr. Gabor Mate. Sehr gerne. Der geht zwar nicht in diese vorgeburtlichen Thematik, was bei uns sehr stark im Fokus liegt und Geburt, aber auch was er sagt und wie er die Dinge zusammenfasst, finde ich ganz wunderbar. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also sehr schöne Empfehlungen. Das Buch ist, glaube ich, jetzt eines der wenigen vom Franz, die ich noch nicht gelesen habe, weil ich mich jetzt bisher auf andere Themenbereiche konzentriert habe. Aber das ist bei mir schon in der Leseliste drin. Also es kommt jetzt sehr bald dran. Ja. Aber ja, auch die Arbeit vom Gabor Mate kann ich empfehlen, der ja auch mit seiner eigenen Geschichte auch einfach ein sehr interessanter Mensch auch ist. Ich habe ihn tatsächlich live in Berlin bei der Filmpremiere, bei der physischen erleben dürfen von seinem Film. Ja. Von der Doku, mir fällt jetzt gerade der Titel nicht ein. Wisdom of Trauma, glaube ich. Ja, The Wisdom of Trauma, ganz genau. Ein sehr spannendes Buch, also auch gerade wenn man jetzt da vielleicht auch noch ein bisschen weiter auf der Oberfläche gucken möchte, wo kommt das eigentlich alles her, gerade vor dem Hintergrund, er hat sich ja eigentlich mit Drogenmissbrauch, mit Süchten beschäftigt, insofern auch eine sehr spannende Herangehensweise. Oder sehr spannender Blickwinkel, so möchte ich sagen, also von der Richtung, von der er herkommt. Ja, und mag dir jetzt einfach Danke sagen, liebe Nathalie. Wir haben jetzt 1,5 Stunden gesprochen und haben recht viele Bereiche abdecken können und, glaube ich, einen ganz guten Überblick schaffen können. Es gibt gab sehr viele Schnittstellen, wo ich auch Lust gehabt hätte, noch mal weiter reinzutauchen, aber ich glaube, dann würden wir morgen noch sprechen. Deswegen müssen wir vielleicht doch die Idee noch mal aufgreifen, dass, wenn wir uns das nächste Mal zum Kaffee treffen, einfach mal das Handy mitlaufen lassen und eine Podcast-Serie draus machen. Das wäre eine gute Idee, ja. Ich mag mich auf jeden Fall bedanken für deine Offenheit und fürs Teilen deiner jahrzehntelangen Erfahrungen in dem Bereich und mag euch da draußen einfach nur ermutigen, euch damit zu beschäftigen und mal reinzuspüren. Vielleicht habt ihr Lust, mal was zu lesen, mal ein Video anzugucken oder einfach mal bei einer Sitzung von mir oder der Nathalie dabei zu sein und das Ganze kennenzulernen. Ich kann nur sagen, es lohnt sich und danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören und dir, liebe Nathalie, danke für die Zeit heute Abend und für das Teilen deiner Erfahrung und deines Wissens. Muito obrigado, sagt der alte Portugiese.
Muchas gracias, sagt die Nicht-Spanierin. Ja, dann sage ich mal ciao, ciao euch da draußen und bis zur nächsten Folge.